Herzlich willkommen zu Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Ich bin Alexander Stein, bei mir, neben mir mein Vereinskollege und Co-Host Per Johumsen. Hallo. Und wir haben heute einen Gast, auf den ich mich schon besonders freue, ein alter Bekannter von mir. Hat mich an der einen oder anderen Stelle auch begleitet mit seiner Tätigkeit. Er ist über 10 Jahre nämlich schon im Recruiting unterwegs, unter anderem auch als Führungskraft im Bereich der Personalberatung. Und herzlich willkommen, wir begrüßen dich recht herzlich, Arik Pröving. Hallo ihr beiden, freut mich dabei zu sein. Schön, dass du da bist. Mit dir werden wir nämlich mal endlich über ein Thema reden, das wir schon lange hier besprechen wollten bei Future Skills, weil es halt auch so Dreh- und Angelpunkt oder leidtragend ist, der Bereich Recruiting, sich zu bewerben, Leute zu finden, Fachkräftemangel und das ganze Pipapo, was so rumgeistert. Ich habe schon in der Vorbereitung gesagt, wir werden heute schön in die Verschwörungstheorien einsteigen, von wegen KI wird uns alle ersetzen. Schauen wir mal. Und jetzt muss ich gucken, wollen wir direkt mit dem harten Scheiß einsteigen? Oder? Ich bin da immer bereit für. Okay, lass uns mal relativ hart mit der Brechstange da reingehen, Arik. Was ist denn so die letzten Monate oder Jahre deine Wahrnehmung vom Arbeitsmarkt, vom Recruiting-Markt, wenn wir über Future Skills reden? Inwieweit verändert sich oder hat sich der Arbeitsmarkt eigentlich aktuell verändert? Gute Frage. Es passiert gerade unglaublich viel, weshalb es mir auch sehr schwer fällt, es so einfach zu beantworten. Was passiert jetzt gerade? Es gibt viel mehr Bewerbungen. KI ist präsent und zwar in jeder Bewerbung. Es gibt viel mehr Anschreiben als vorher, um mal so ein ganz spezifisches Beispiel zu Darf ich da nennen. direkt mal reingrätschen? Wie sehr hängt dir Klar. die KI-Implementierung im Recruiting zum Halse raus? Ohne suggestiv zu sein. Auf einer Skala von 10. Ja. Es ist Ja. so nervig. Ja. Weil es genau an dem Punkt nicht das macht, was es machen soll, und zwar uns allen Zeit ersparen, sondern es kostet uns alle eigentlich mehr Zeit. Weil die Bewerber investieren Zeit, um ganz schöne Anschreiben zu formulieren. Und die Recruiter schauen auf KI-produzierten Content und müssen versuchen, dazwischen irgendwo die Person noch zu sehen. Und die Ergebnisse werden austauschbar. Ja. Also das ist auch eine persönliche Erfahrung und ich habe auch einiges in der Recherche zu der Sendung und zu meiner eigentlichen Arbeit auch rausgefunden, dass auch schon mittlerweile Studien dazu rausgekommen sind, die zeigen, dass einfach die Qualität der Unterlagen durch die KI-Nutzung immer weiter zusammenschrumpft. Das heißt, es gibt keine Normalverteilung mehr, wo du Leute aussortieren kannst, sondern es gibt zu viele in das Raster, dass du die Unterlagen angucken musst oder dass die Leute anzugucken sind, ohne aber eine Qualitätsfilterung darstellen zu können, weil du nicht weißt, was dahinter steht, weil die KI halt im Zweifelsfall Sachen gemacht hat. Also du weißt halt nicht mehr, ob die Leute wirklich gut sind oder ob einfach nur die Unterlagen schön durch die KI gejagt wurden. Und das merke ich halt auch selber bei Routine-Prozessen. Es ist wirklich eine große Herausforderung in diesem Übergangsprozess, kann man nicht anders sagen. Aber du hast gerade die Recruiter erwähnt. Sitzen bei dir noch echte Menschen dahinter oder wie viel wird tatsächlich das First Screening mittlerweile über Tools erledigt? Also bei uns sind es noch echte Menschen. Es gibt, je nachdem, mit welchen Tools man arbeitet, gibt es Filterfunktionen, aber das ist eigentlich nicht KI-gesteuert, sondern das sind dann wirklich so Multiple-Choice-Fragen. Wenn die nicht richtig beantwortet sind, dann ist die Person einfach nicht qualifiziert. Also kann jemand die entsprechende Sprache, die gefordert ist, solche Geschichten. Aber da filtert noch bei uns keine KI. Oh, Sprache finde ich auch spannend. Hast du da eine Veränderung wahrgenommen? Leute, die eine bestimmte Sprache, die vielleicht auch Voraussetzung für den Job ist, gar nicht wirklich mitbringen, aber die Unterlagen so aufbereiten, dass man denkt, oh, die sprechen fließend? Also ist sicher ein Thema. Ich persönlich merke jetzt da keine große Veränderung, muss ich sagen, jetzt im Vergleich zu vor 2 oder 3 Jahren, weil wir da auch schon, ich meine, die Tools kommen ja irgendwie aus dem Übersetzungskontext. Das heißt, wir hatten, ich meine, DeepL, tolles Tool, macht sehr gute Übersetzungen. Vor ein paar Jahren hatten wir die auch schon. Das heißt, das war vor 10 Jahren noch ganz anders. Da hat man sich ein CV angeguckt und basierend auf den Rechtschreibfehlern konnte man entscheiden, kann jemand Deutsch oder nicht. Ja. Das funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Wenn dann jemand eine Vorwahl hat, die man noch nie gesehen hat, dann ist das eher ein Indikator. Ja, spannend. Also eine Handyvorwahl auf dem CV angegeben, Ja. Dann weiß man, okay, gut, dann müsste man noch mal näher hinschauen.
Ja. Ist das im Zuge der KI-Schwemme, also des KI-Toolings, eigentlich auch der Markt internationaler geworden? Ich denke, das ist ein Trend, den wir gerade sehen, ja. Und dann meine nächste Frage, wenn das besteht, okay, ich lock dich jetzt in eine rhetorische Falle, also aufpassen. Aber Ich freue wenn mich das drauf. Total überraschend jetzt auch. ich merke, ich bin zu suggestiv. Ich habe da halt zu harte Meinungen auch mittlerweile. Ich muss mich vielleicht auch ein bisschen von mir selber distanzieren. Machen wir gleich dann bei der nächsten Fragerunde. Aber okay, wenn wir jetzt internationaler sind, weil einfach die Zugänge, ne, also das nicht nur übersetzungstechnisch die Materialien aufzubereiten, sondern auch kulturell anders aufzubereiten. Ne? Alleine schon, ich meine, IT-Landschaft hat andere Anforderungen an die Bewerbungsunterlagen als Maschinenbau, ne? Und Deutschland anders als USA, Indien etc. Ja, also das ist ja auch in der Vergangenheit eine Hürde gewesen, die jetzt gefühlt abgebaut wird. Wie viel wird eigentlich gelogen? Mehr als früher? Oder ist es gleich geblieben? Wie viel wird gelogen? Ja, die Leute haben ja Angst davor, dass das nicht mehr echt ist. Also da würde ich genau gleich nochmal mit dir drüber sprechen, inwieweit weigern sich auch oder kämpfen auch die auf Seite der Recruiter und der Arbeitgeberinnen die Unternehmen dafür, KI irgendwie auszusperren aus den Recruiting-Prozessen, obwohl man eigentlich will, dass die Leute damit umgehen. Aber jetzt gehe ich auch schon zu weit. Die Frage stelle ich gleich. Erstmal, wird mehr gelogen als früher, weil man es jetzt durch die KI einfach so schön reinschummeln kann? Ich vermag es nicht zu sagen. Also ich würde es anders formulieren. Es fällt viel schwerer, die Wahrheit zu erkennen oder spannend, zu ja. hören. Ja. Das heißt, es geht weniger um den Inhalt, sondern die Sprache hat sich einfach verändert. Wenn das jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich glaube nicht, dass mehr Leute mutwillig versuchen, falsche Dinge zu kommunizieren. Aber wir haben auf der einen Seite, eine riesige Inflation, was Titel angeht. Also es ist ja wirklich jeder ist Manager. So, also jeder Titel hat irgendwo Management drin. Und es ist völlig egal, ob ich gestern ins Berufsleben eingestiegen bin oder ich wirklich jetzt die Asienregion von einem DAX-Konzern leite mit 200.000 Mitarbeitern oder so. Allein die Titulierungen, die da unterwegs sind, machen es schon teilweise schwierig, wenn das Ganze dann noch durch KI-Tools verstärkt wird, neu aufbereitet wird, hübsch gemacht wird, da irgendwie zu verstehen, wer hat jetzt eigentlich was an Skills, was er mitbringt, was sind die tatsächlichen Erfahrungen, die Jahre in der Anwendung bestimmter Tools oder der Führung von Mitarbeitern. Und da muss man relativ viel Zeit investieren, um herauszufinden, was jemand tatsächlich mitbringt, oder man spielt einfach das Spiel KI gegen KI. So, das heißt, der eine arbeitet die Unterlagen auf, schickt sie rüber, der andere nutzt ein KI-Tool, um sie wiederum auszuwerten. Und dann, schauen wir am Ende, wo es hinführt. Jede Aktion bringt ja eine Reaktion mit sich. Also wenn die Aktion ist, alle Bewerbenden nutzen KIs, um ihre CVs noch besser zu gestalten oder aufzupimpen im positiven Sinne. Ne? Wettrüsten. So ein Wettrüsten. Was sind Gegenreaktionen, die du wahrgenommen hast oder die du gesehen hast, die ihr vielleicht auch benutzt oder du schon benutzt hast? Wettrüsten hast du gesagt, ne? KI gegen KI dann. Ne? Wie wird man sonst auf Seite der Arbeitgeber Herr der Lage, um rauszukriegen, welche von diesen ganzen Leuten, die alle sehr wohl formulierte, tolle Anschreiben formulieren, wie kriegen wir denn jetzt raus, was die Person dahinter ist und wen laden wir ein, wenn sich das irgendwie alles so ein bisschen, also ich glaube mal, so ein Anschreiben von KI generiert, schaltet so ein bisschen gleich, aber hebt ja auch so ein bisschen Niveau. Also auf einen Minimum-Standard, sag ich mal, und dann senkt andere Anschreiben wahrscheinlich. Also das ist so ein großer Gleichmacher, stelle ich mir so ein bisschen vor, weil sich das alles ähnlich anhört. Sticht halt nichts mehr heraus, ne? Weil alles halt... Diese Angleichung, das ist genau das Problem, worüber wir sprechen, dass halt alles irgendwie eine 6 von 10 wird oder eine 5 von 10. Und früher haben Leute ganz früher musste man Anschreiben schreiben, das musste exzellent sein, sonst hat man keinen Job bekommen. Also es gab Zeiten, da hatten wir eine Arbeitslosigkeit in Deutschland also nach der Wende von 15-20% in Arbeitsbereichen. Man hat alles gegeben, um einen Job zu haben. Dann haben wir jetzt eine goldene Zeit hinter uns mit Vollbeschäftigung über viele, viele Jahre. Und da haben Fachkräfte, vor allem im Bereich Finance, im Bereich IT sowieso, gar keine Lust mehr gehabt, überhaupt Anschreiben zu schreiben, sich die Mühe zu machen. Warum sollte ich denn das
tun. Es war auch gar nicht notwendig. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, jetzt schreiben wieder alle Anschreiben, aber sie schreiben sie nicht selbst. Und das ist natürlich schwierig, weil es genau dazu führt und die einzige logische Konsequenz ist, dass man auf der anderen Seite eben auch die entsprechenden Tools nutzt. Die sind auch, ich meine, die basieren alle irgendwo auf den großen Basistools, die es da draußen gibt und sind aber mittlerweile alle eingebettet in die großen HR-Lösungen. Also ob das jetzt, ich will jetzt keine Markenwerbung machen, aber es gibt eine Handvoll HR-Tools, und diese 5, 6, 7 Tools, die hat eigentlich jeder, die decken 90% des Markts ab, wenn nicht sogar mehr. Und die haben das alles schon eingebettet und man kann sich so aufstellen, dass man einfach nur ein CV-Scoring bekommt. Und wenn das CV-Scoring unter 5 von 5 ist, dann wird einem der CV gar nicht angezeigt. Dann wird er direkt abgelehnt. Und das ist natürlich schade, weil eigentlich wollen ja alle Beteiligten das Gleiche. Weil also kein Bewerber möchte in eine Stelle rein, wo er weiß, er ist überhaupt nicht in der Lage, die Anforderungen zu erfüllen. So, sondern alle wollen irgendwo einen Job haben, in dem sie eine Basis haben, in der sie ihr Bestes zeigen können, in dem sie wachsen, sich weiterentwickeln können und einen Mehrwert bieten können. Und genau das Gleiche will der Arbeitgeber eigentlich auch. Ja, und gleichzeitig bewegen wir uns gerade in so eine Abwärtsspirale rein, ne? So, keiner vertraut Absolut. mehr der anderen Seite und, ne, weil ich glaube, du fakest das und deshalb fake ich das erst recht, weil warum soll ich mir die Mühe machen? Ne? Und dann geht's halt ab. Wobei ich sagen muss, ich finde, es wird auch gar nicht mehr. Weil das war in dem Bereich, das war irgendwie schon immer so. Das war auch früher, also dieses Wettrüsten, ich meine, ich muss sagen, ich bin jetzt sehr viel Zeit im Recruiting, im Headhunting, in der Personalberatung verbracht, aber auch bei einer externen Personalberatung, also nicht nur als jemand, der intern einstellt, sondern auch dessen Service gebucht wird, um genau dieses Problem zu lösen. Und was wir da schon immer beobachtet haben, ist bei diesem Wettrüsten, HR-Codes vielleicht als Thema, das hat jetzt so ein bisschen an Relevanz verloren, dass wenn man Zeugnisse schreibt, man bestimmte Formulierungen, die in der deutschen Grammatik eigentlich völliger Nonsens sind. Ja. Also das gibt es nicht, die ultimative Steigerung eines ultimativen Begriffs. So, also stets zu unserer vollsten, zufriedensten, tollsten Zufriedenheit, so nach dem Motto. Ne? Da hat man immer versucht, noch smarter zu sein. Und da gab es noch absurdere Fragen. Was wärst du für ein Tier? Und so weiter und so fort. Und könnte man gleich dann Coaches aus geht es in den Foren, geht das immer weiter. Aber das ist genauso dieser Eskalationsprozess, der so ein bisschen weg vom eigentlichen Sinn führt. So, also, und das ist eigentlich jetzt nur, ja, mit anderen Tools. Das ist immer das gleiche Phänomen. Habe ich dann noch eine Chance heutzutage, wenn ich mich einfach hinsetze und in meinem Textverarbeitungsprogramm ein authentisches Anschreiben persönlich schreibe, wo auch so ein bisschen durchklingt, was für ein Typ ich bin und wo ich nicht nur die Standardfloskeln nee, hemdsärmlich glaube ich gar nicht, aber wo man auch schon so ein bisschen zwischen den Zeilen den Cultural Fit so ein Gespür dafür bekommt, ne? Hat und so ein bisschen. Habe ich da noch eine Chance oder fliegt das durch die KI dann irgendwie auf der anderen Seite raus? Also eine Chance gibt es auf jeden Fall. Was mir jetzt in der letzten Zeit wirklich positiv aufgefallen ist, sind sehr menschliche Anschreiben. Also man achtet immer noch darauf, haben wir Rechtschreibfehler drin, also die darauf schließen lassen, dass jemand einfach sich keine Mühe gegeben hat und die Sprache nicht beherrscht. Aber ich meine, man kann ja auch besonders hochgestochen formulieren. Also die deutsche Sprache ist ja grundsätzlich auch sehr anders als die amerikanische Sprache. Ich bekomme auch ganz andere Ergebnisse, wenn ich der KI sage, schreib wie ein Deutscher auf Englisch. So, da kommen andere Ergebnisse raus, als wenn ich das nicht vorher in Auftrag gebe. Und wenn wir uns jetzt diese Trends anschauen, dann freue ich mich, wenn ich ein Anschreiben habe, was einfach menschlich ist, wo jemand sagt, ein bisschen mehr von sich durchklingen lässt, von sich preisgibt, warum jemand was machen möchte, auch klar darlegt, warum man Lust hat, in bestimmte Richtung zu gehen, vielleicht ein bisschen mehr preiszugeben und nicht alles nur so weich gewaschen und rund zu formulieren, sondern auch so ein bisschen Ecken und Kanten zu zeigen, weil eine KI das eben nicht tun würde. Und darüber freue ich mich dann. Aber man hat auch, und das ist die gute Nachricht der ganzen Geschichte,
oft die Möglichkeit, sich ohne Anschreiben zu bewerben, sondern einfach nur mit dem CV. Und bei dem CV hat KI gar nicht so einen Impact wie auf das Anschreiben, weil die CVs, die werden natürlich gescreent, die werden auch teilweise von der KI gescreent, aber bei den CVs muss man sagen, die Etappen, die man im Lebenslauf hat, die kann man sich ja nicht komplett ausdenken, sondern das verifiziert man mit dem LinkedIn-Profil, man kann das Ganze noch ergänzen durch eine gute Webpräsenz, aber ich glaube, das ist so das A und O. Weil du sagst, man kann sich das nicht ausdenken, vielleicht schon. Kann man schon, aber ich glaube, das fällt dann sehr schnell auf. Ja, aber wird heute überhaupt noch groß Referenzen nachgeprüft? Oder also, vielleicht auch natürlich bestimmten Gehaltsstufen mehr oder weniger? Weil das kann ich ja mittlerweile auch mit KI faken. Webseiten hinterlegen, die es gar nicht gab. Mich irgendwo reinschummeln. Oder vielleicht sogar, ich weiß ja nicht, wie das geht ja dann schon leicht in kriminelle Energie rein oder so, aber irgendwie eine Voicemail generieren mit jemandem, die man da als Referenz hinterlegt hat und so weiter. Aber genau, wir hatten die Hypothese ja schon so, man könnte da wirklich viel machen und das wird, glaube ich, sehr leicht mit KI, auch allein Zeugnisse oder Dokumente zu fälschen oder sowas. Oder aber ich glaube, die schwarzen Schafe, das ist ja wieder die Frage, sind es in der Summe mehr geworden oder ist es denen, weil es leichter ist? Und weil auch der Druck ja größer ist, also gefühlt. Wir hatten jetzt ja auch vor allem im IT-Bereich viele Entlassungswellen, aber auch in Automotive in Deutschland und so weiter. Es geht gerade viel rund. Und das bietet ja auch dann Situationen, dass zum Beispiel mein Ansprechpartner vielleicht gar nicht mehr in der Firma ist, wo ich ihn hinterlegt habe oder keiner nachprüfen kann. Ich weiß von einer Geschichte oder der Legende nach ist eine Firma pleite gegangen und dann haben sich Leute das genutzt und gesagt, naja, also zu Corona-Zeiten ist die einfach bergab und dann haben die gesagt, ja, ich war der Filialleiter. Aber diese Filiale gibt es gar nicht mehr. Also man kann niemanden anrufen, ob das stimmen würde. Ja, verstehe. So, und ob da einfach auch mit der Masse und der aktuellen Unsicherheit bis hin zu Angst am Arbeitsmarkt in einigen Branchen und Bereichen da vielleicht auch mehr Energie entsteht, da kreativ zu werden. Um auch aus der Masse rauszustechen, du hast es ja auch erwähnt, es wird halt immer gleicher. So, alles ist nur noch eine 5 oder eine 6 von 10. Ich muss ja vielleicht noch irgendwie rausstechen. Aber ja, also ich muss gestehen, mir ist so ein Fall noch nicht in der Härte untergekommen. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ja darauf hin, dass das eher so Social Media viral. Naja, oder jemand, ich meine, die Leute, die es wirklich hinkriegen und die so geschickt sind, ich meine, das ist ja möglich, die Tools sind ja alle da. Vielleicht gibt es ja auch viel mehr, als man denkt. Also vielleicht ist ja die Dunkelziffer bei 5% oder sowas. Weil, ich meine, man muss dann natürlich den Leuten auch eine gewisse Fähigkeit so als Lebenskünstler, das muss man ja auch anerkennen. Dann hat es ja jemand auch offensichtlich erfolgreich geschafft, etwas vorzuspielen, solange bis von allen geglaubt wird. Aber ich habe nur wenige Fälle gehabt, wo jemand wirklich, also wo man gemerkt hat, da hat jemand behauptet, er hätte zum Beispiel studiert und als wir dann gefragt haben, dann schick uns doch mal das Zeugnis zu, dann hat sich jemand aus dem Nichts nie wieder gemeldet oder so, dann weiß man relativ klar, okay, gut, das war gepokert und dann hat jemand doch das Blatt weggeschmissen. Okay, dann Ausnahmen. Und auf der anderen Seite, also auch wenn sie in Deutschland ja verhältnismäßig selten genutzt wird, die Probezeit besteht ja aber trotzdem. Und ich gehe mal davon aus, du würdest es uns ja sagen, wenn du jetzt gemerkt hättest in den letzten Jahren, dass halt es mehr Probleme gibt, die Leute in der Probezeit zu bestehen zu lassen, weil halt weil der Bewerbungsprozess auf einmal nicht zu dem passt, was sie dann an Leistung abliefern. Aber das ist nicht der Fall, ne? Also hatte ich noch gar nicht. Also nicht über das normale Maß hinaus. Also es gab noch nie die Situation, dass man das Gefühl hat, man hat jemanden eingestellt, der die Rolle noch nie gemacht hat. Also wo die Gap zu weit ist, sondern eher, ja, man spricht unterschiedliche Sprachen oder es hat einfach fachlich, technisch, persönlich, wie auch immer nicht gepasst. Aber nicht, dass man hier grundsätzlich jemand eingestellt hat, der einfach vorgegeben hat, was ganz anderes zu sein. Okay, das habe ich tatsächlich nicht erlebt. Das ist ja beruhigend. Ich würde nachher nämlich auch gerne nochmal über Social Media reden und Recruiting, Influencer und so weiter und was die so an Tipps geben. Aber dann ist ja schon mal spannend zu hören, dass das halt, ja, die Storytimes halt auch ein bisschen schön geredet sind und das vielleicht eher die Ausnahme ist immer noch, obwohl die Möglichkeiten ja jetzt mehr denn je bestehen. Ich würde gerne nämlich vorher einmal kurz noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, Screening durch Tools und meine Frage ist, worauf gucken denn die KI-Tools aktuell? Also wie komme ich denn im besten Fall durch diese ersten Screenings durch und worauf beachtest du mittlerweile persönlich bei den Unterlagen?
Mhm. Gut, ich werde auf die KI-Tools achten. Ich kann es natürlich nicht mit Gewissheit sagen, weil Du dafür bin ich, sollst glaube auch ich, nicht technisch alles nicht. verraten. Aber so Genau, für also die Leute, die tief uns jetzt genug drin. zuhören, so die sich gerade bewerben müssen, so was ist denn so ein Edge, den man haben kann? Also ich hab das Gefühl, dass bei dieser CV-Bewertung, übrigens auch eine Sache, die ich total toll finde für Bewerber, hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen, ich gehe auf die Website von einem Unternehmen und immer mehr haben das schon implementiert, dass die Option, den eigenen CV hochzuladen und sich passende Stellen anzuzeigen. Ah ja, geil. Das finde ich zum Beispiel total, also ich finde es total cool. Ist sicherlich auch alles relativ oberflächlich. Aber ich finde, das hilft. Das hilft auch allen Beteiligten. Weil die Kandidaten wollen das auch. Also die wollen diese Guidance haben. Und wenn dann steht da Strong Match, dann weiß ich, okay, gut, da gibt es eine gewisse Basis, gewisse Berechtigung, könnte man ja sogar auch in ein Anschreiben mit einfließen lassen und sich dann darauf berufen. Was wird dabei gescreent? Ehrlicherweise habe ich das Gefühl, das ist noch sehr oberflächlich. Ich kann es nicht abschließend beurteilen, weil ich dafür den Code nicht, ich kenne den nicht, sondern es wirkt für mich eher so wie das Einmaleins von Suchmaschinenoptimierung. Also wenn ich mein Profil aufpoliere und ich dieses Management-Wort drin habe, egal ob ich jetzt Leute geleitet habe oder nicht, und ich habe, ich sag mal, Anzahl der Jahre an Berufserfahrung, die gefordert ist. Ich habe den akademischen Abschluss in dem Bereich oder der Stärke, wie er gefordert ist. Und dann bringe ich noch 1, 2 Buzzwords mit. Dann, sagen wir mal, Account Director, wenn es in Richtung Sales geht oder Software und Architektur oder einschlägige Entwicklungssprachen oder so oder Frameworks, dann wird das Ganze schon positiv bewertet. So. Damit ist aber nicht jemand automatisch gut, sondern das würde man ja erst im Gespräch verifizieren können. Weil, ja, Tool kann man halt sehr schnell ins CV reinschreiben. Gibt es was, wo du persönlich drauf achtest mittlerweile? Oder anders als früher? Du hast ja die Rechtschreibung zum Beispiel gesagt, ne? Also das sticht jetzt anders raus als früher, also wo du vielleicht auch eine Veränderung wahrnimmst. Ja, aber eher im Sinne von, man muss nicht mehr drauf achten, weil die KI eben genau da gleichschaltet. Also es wäre vielleicht fast sogar, wenn jemand so einen doofen Flüchtigkeitsfehler macht, würde man mal eher denken, schau mal, das hat er selbst geschrieben. Also man könnte dazu, ich war selbst bei der Situation, dass ich mir dachte, gut, lässt du das überflüssige R einfach mal dran hängen, so, weil dann wissen, ich habe es geschrieben. Aber ich habe auch keine Studie dazu, ob das jetzt wirklich so funktionieren würde. Vor einer Weile, vor ein paar Wochen bei Freunden gelernt, deren Sohn, 8. Klasse, hat dann tatsächlich die Hausaufgaben mit KI gepromptet und hat aber dann die Antwort nochmal durchlaufen lassen mit einem Prompt, der dann sich copy-pastet da rein. Und zwar schreibt das so, ne, als hätte ich das geschrieben, mit, 8. Klasse, den Bildungsstand und so weiter und baue entsprechend Fehler ein. So, dass es halt nicht nach KI klingt, sondern absichtlich falsch geschrieben ist an einigen Ecken. Ja, also es gibt auch diese Humanizer-Tools. Also es gibt gerade haufenweise im Internet, ne, so vermenschliche, es ist zu gut, es ist zu, zu platt. Ja, genau. Also da sind wir wieder bei diesem Aufrüsten, ne? Und wahrscheinlich. Genau. Bild in den Bewerbungsunterlagen. Mache ich das heute noch? Foto rein? Ich meine, ich war extra beim Friseur. Wolltest du dich heute noch Ich bin mittelalter weißer Mann. Habe ich damit nicht? Ich glaube, obwohl ich natürlich fachlich gesehen der Richtige bin, bin ich irgendwie trotzdem der Falsche. Ich finde es super. So, ich mag es gerne, sowohl mein eigenes Bild da reinzupacken, als auch es mitzuschicken. Die richtige Antwort ist nein, wir machen nicht mehr mit Bild. Es ist aber auch irgendwie, ich finde fast schon unsinnig, weil gleichzeitig erwartet man, dass man sein LinkedIn-Profil mitschickt, wo wiederum Bild drin ist. Das heißt, man nimmt das Bild aus dem CV raus, es wird aber eigentlich erwartet und auch bei den meisten also es gibt eine Maske verpflichtend, wo man sein LinkedIn-Profil angibt und da hat man dann das Bild. Und damit kommt man wiederum zum gleichen Ergebnis. So gesehen ist es dann auch ein bisschen redundant. Also man kann wirklich ruhigen Gewissens das Bild rausnehmen und einfach sagen, ich halte mich an den aktuellen USA-Benchmark, wie Bewerbungen auszusehen haben. Also man kann es weglassen. Jetzt hast du es nämlich gerade erwähnt. Die meisten Trends im Recruiting bzw. Standards werden gerade immer noch vom westlichen Nachbarn, ne? Also werden von den USA vor allem vorgegeben. Ja. So, ne? Also vor allem, wenn wir jetzt von uns reden, von unserer Zielgruppe oder unsere Hörerschaft, das heißt sehr Tech-industrielastig, beziehungsweise Ingenieursumgebung und dann entsprechend
Führungskräfte vielleicht auch noch, ne? Also in gehobenen Stufen und so weiter. Also da ist immer noch der Einfluss da und wenn man sich orientieren möchte, dann sollte man vor allem auch auf den US-Markt gucken, was die verlangen. Ja, ich glaube, man hat immer so einen gewissen Delay. Also ich weiß nicht, ob man sich jetzt konkret danach richten muss. Es ist eher so, dass unser Markt richtet sich danach. Das heißt, Ja, vor allem alles, auch durch was die dort KI-Tools. passiert, Ich kommt meine, da vieles wird ja Monate. dort entwickelt, was wir Genau. gerade nutzen. So, und Ja. dementsprechend kommt natürlich der Einfluss auch rüber. Ich meine, was uns vielleicht in die Karten spielt, ja, ich habe leider nicht mehr die Quelle davon, aber es gab irgendwo so einen Index, der nochmal gesagt hat, in was für ein Mensch ist denn ChatGPT? Also ist das jemand, der aus den Niederlanden kommt oder aus Ja, den USA oder aus genau. Deutschland? Kulturell. Und ich meine, wir hatten in Menschenwert. Deutschland irgendwie eine Art 89-prozentige Mhm. Übereinstimmung. Wir waren sehr nah dran an dem Wie ChatGPT schreibt. naturell, also an der Mhm. Datensammlung, die den Charakter am Ende definiert, ohne dass es jetzt dann angepasst wird. Fand ich ganz interessant. In unserem Punkt jetzt, ja, es ist hilfreich, wenn ich mich mit ChatGPT in den USA bewerbe, vielleicht. Für uns ändert es an der Austauschbarkeit natürlich nichts. Das Ja. macht es nur umso schwieriger. Aber das heißt, um dann nochmal zurückzugehen, für Führungskräfte im IT-Sektor, deutsche Industrie etc. lohnt es sich auf jeden Fall, ein LinkedIn-Profil zu haben und auch zu pflegen, weil das auch immer häufiger mit angehangen wird. Oder auch mit Ist erwartet. essentiell. Ich meine, die Ja, Leute also werden, ist- ich also- merke das ja auch bei mir, bei Bewerbungsprozessen und auf beiden Seiten, die Leute gehen auf mein Profil rauf. Ja, ja, ganz klar. Mhm. Also Spielt es ist Xing noch eine Rolle? ein ganz unter Vorbehalt bestimmter einzelner Branchen, nein. Mhm. So. Ist spannend. Also- Welche Branche nutzt du noch Xing gerade? Also das Absurde war, dass LinkedIn eigentlich schon, ich möchte jetzt auch niemanden da in irgendeiner Form ja, was Böses, aber man muss einfach sagen, also LinkedIn war schon immer das bessere Tool. Mhm. So, und Xing war aber für eine ganz lange Zeit im deutschsprachigen Raum sehr viel relevanter, also gerade für uns als Recruiter, weil die Ergebnisse, die Leute, die waren alle echt, es war alles noch nicht so poliert, Ja, und so geschönt. so schön gemacht, sondern es war extrem reduziert auf die tatsächlichen Fähigkeiten. Es war kein soziales Netzwerk, sondern es war wirklich ein berufliches Netzwerk. Und mittlerweile und auch von dem Nutzerverhalten gibt es wenig Unterschied teilweise zwischen der Nutzung von Instagram, TikTok oder LinkedIn, selbst auch von dem Content, der geteilt wird. Und das hat Xing für eine ganze Weile lang noch sehr viel relevanter gehalten. Aber ich weiß nicht genau, wann das war, aber aus unserer Sicht muss es so 21, 22 gewesen sein, dass von eben auf jetzt LinkedIn diese kritische Masse überschritten hat und von da an war Xing faktisch irrelevant. Also ich kenne Recruiter in meinem Metier, die ihr Profil seit einem Jahr nicht aktualisiert haben. Und das ist sonst das Tool, wo wir täglich drauf sind. Spannend. Wenn jetzt diese beruflichen Social Networks mehr Einfluss geben, und du hast jetzt auch gerade die TikTok und Co. erwähnt, YouTube etc., wie weit wird sich sowas angeguckt? Also ist diese Trennung zwischen privat und beruflich vielleicht aufgeweichter als früher, relevanter als früher, weil man weil man sein Hobby jetzt nicht mehr im Keller, seine Eisenbahn baut, sondern tatsächlich viel mehr Leute auch so neben Brote backen, Wildlife-Kram, Camperumbau und so weiter auch in der Öffentlichkeit ausprägen. Hat das eine Relevanz für Bewerbungsprozesse mittlerweile? Was genau? Also ist zum Beispiel, ich meine, bei Führungskräften weiß ich, dass da auch stärker darauf geachtet wird, wegen auch der Strahlkraft. Das heißt, wenn ich mich politisch engagiere und da entsprechend Content produziere, ist das eventuell relevant. Ne? Und da wird dann auch geguckt, welche Profile publicly available sind. Ist das bei den operativen Kräften auch ein Ding? Also kann ich nebenbei meinen Hunde-Channel betreiben, wenn ich mich als Backend-Entwickler bewerbe, oder wird da auch drauf geguckt? Also weil das ja verfügbar ist. Ne? Wenn du meinen Namen googelst im Kontext, also fließt das miteinander über oder wird das klar getrennt oder beeinflusst sich das positiv, negativ miteinander? Wie ist denn das Spiel? Weil wir sind halt verfügbarer in vielen und viel mehr Leute sind öffentlicher als früher. Ja, ich kann auf mehrere Punkte da eingehen.
Also zum einen, ich glaube, wenn man berufliche Ambitionen hat, muss man sich darüber im Klaren sein, wir müssen alle unsere eigene Personal Branding Strategie fahren. So, die Inszenierung, wenn man Ambitionen hat in der Karriere, nun muss ich auch sagen, ich spreche vor allem über 95% akademische Fachkräfte und Führungskräfte. Ja. So, es gibt ganz viele wichtige Jobs, ganz wichtige Sektoren, die nicht unter die gleichen Regeln fallen. So, aber trotzdem sind es ganz wichtige Jobs. Aber ich meine, die Bürokräfte, die digitalen Kräfte, das ist vor allem auch das Segment, womit ich mich beruflich viel auseinandersetze. Und da muss man sagen, wie man sich inszeniert, wie man sich darstellt. Und ich benutze auch bewusst das Wort Inszenierung, weil das berufliche Ich und das private Ich, da darf es eine Trennung geben. Alle wollen und reden von Authentizität, aber ein authentisches berufliches Ich, da wird etwas anderes erwartet als komplette Authentizität inklusive ich liege mit einer Jogginghose auf der Couch. Das ist ja auch authentisch. Das will man bei LinkedIn aber trotzdem nicht sehen. Ja. So. Und das muss man auch machen. Darf man jetzt das mit der Hundeschule machen? Ja, natürlich. Muss ich das auf LinkedIn posten? Ich würde sagen, bitte nicht. Es wird teilweise getan. Ich sage bitte nicht, weil ich es persönlich dort nicht sehen möchte. Man kann es aber ganz bewusst machen, um so einen Hauch Authentizität in das berufliche Profil mehr einfließen zu lassen. Ja, und auch das passiert auch viel. Genau. Sagst, ja. Deshalb meine ich meine wirklich, ich persönlich, weil ich meine, gut, ich bin Personalberater, ich bin mit so vielen Leuten vernetzt, mein Feed ist halt voll von Dingen, die ich eigentlich ehrlicherweise nicht unbedingt lesen möchte. Und es ist sehr schwer für mich, immer den relevanten Content rauszufiltern. Gleichzeitig verstehe ich auch, das ist jetzt die neue Welt, das gehört dazu, das muss jeder machen. Und ich selbst bin auch in dem Dilemma, ich weiß, ich müsste da noch viel aktiver sein und viel mehr machen, aber ich merke, wie viel Content auf mich einprasselt und gleichzeitig möchte ich natürlich, auch wenn ich poste, dann nur relevanten Content posten. Und das ist so ein bisschen die Falle, in der wir gerade alle stecken. Aber ja, bitte. Ja, also, und ich stelle mir aber vor, dass das schwierig ist, sich davon nicht prägen zu lassen, weil du hast ja keine Wahl. Du kriegst das, als wenn das auf LinkedIn gepostet ist und so, dann kriegst du es als Recruiter ja mit, auch wenn du sagst, eigentlich hat mich das gar nicht zu interessieren, weil wenn der in seinem Job geil qualifiziert ist und eine professionelle Arbeit macht, dann ist das ja egal, ob der Katzen- oder Hundeliebhaber ist. Und wenn ich dann das jetzt aber weiß und gebiased bin, also das ist jetzt ein blödes Beispiel, ne? Aber dann baust du eine Sympathie zu der Person auf oder nicht und bist vielleicht irgendwie beeinflusst von den Dingen, die eigentlich ziemlich irrelevant sind. Lass uns mal irrelevant sein sollten. Ein krasseres Beispiel nehmen. Ich habe, also nicht ich, aber stell dir mal vor, ich hätte jetzt im Studium mein Kredit mit OnlyFans abgearbeitet. So, ne? Und das ist noch publik. So, ne? Also ich stelle mir schon vor, also ich hatte den Fall tatsächlich noch nicht, wo es nicht auf die Bewerbung auch gepasst hat, was die Leute nebenbei gemacht haben. So, ne, wenigstens so auch die Soft Skills, ne? Ich meine, wenn du eine Hundeschule, war jetzt das Beispiel, ne, das hat ja auch natürlich koordinative Fähigkeiten, Projektmanagement etc., da fließt viel Positives auch mit ein, aber durchaus Klischees, wie wenn jemand in einer Metalband spielt und dann aber in einer Bank sich bewirbt und so weiter, ne, ob das gegenseitig dann ein falsches Bild macht und ob das beeinflusst. Also, ne, ich glaube, vielleicht weniger, weil die KI-Tools übersehen das, ne? Die achten da vielleicht noch nicht drauf, aber das wäre auch spannend, ob das ein Bias generiert. Genauso wie ja auch es ja schon einige Fälle gab, wo nachgewiesen wurde, dass halt Sexismus oder gewisse Tendenzen in den Trainingsdaten auch enthalten sind und deshalb bestimmte Leute bevorzugt werden. Aber sobald da Menschen involviert sind, hast du ja natürlich diesen Bias, ne? Und dass wir vernetzter sind, dass wir öffentlicher sind mit vielen Sachen und auch Dinge im Internet einfach sind und bleiben, ne? Und das muss ja noch nicht mal der OnlyFans sein, wenn ich mich dran erinnere an die Generation von meinen Eltern. Da gibt es von einigen Leuten, die jetzt mittlerweile schon in Rente sind, aber ich weiß, da gibt es Fotos von Strandfesten, wo ihr Schlampenstempel halt eine Menge zu sehen ist, weil sie bei der Rockband mitgegrölt haben, ne? Und das halt irgendwie, genau, das war die Freundin von einem meiner Mitbewohner, mit der ist er zur Schule gegangen, und die ist Juristin gewesen. Und sie hatte ein Riesenproblem damit, dass es tatsächlich ein Festivalvideo von ihr gab, wo sie besoffen jemanden direkt ins Mikro labert.
So, und das ist in einem Bewerbungsprozess halt hochgekommen. Ne? Und das ist halt da, jetzt mittlerweile. Ja, okay, ja. Also interessant, also ich würde sagen, also auf dieser Ebene hat sich in den letzten 5 Jahren wahrscheinlich gar nicht so viel verändert, denn das war vor 5 oder 10 Jahren war das auch schon ein Thema. Also man wurde im Bewerbungsprozess, man wurde gegoogelt. So, Ja. man hat eine Suchmaschine genutzt, gibt es online verfügbaren Content? Wenn man dann nichts Negatives gefunden hat, war alles gut. Aber wenn einem dann was ins Auge springt, wo man sagt, das passt nicht zu unserer Firma, dann war das auch damals schon ein Thema. Wenn man Glück hat, da kann man es dann erklären. Und wenn nicht, dann hat man Pech. Und das ist auch in der heutigen Zeit so. Und so gesehen, man muss natürlich aufpassen, was man von sich im Internet preisgibt, auch ganz unabhängig von Bewerbungen, ne? Weil es kann alles gespeichert werden, man weiß nicht, wo die Daten landen. Auf der einen Seite gibt es auch, glaube ich, mittlerweile ein ganz anderes Verständnis für die Thematik und Leute entscheiden sich aktiv dafür, ich lebe komplett transparent oder ich versuche mich dem zu entziehen und habe eben nur diese Inszenierung, die habe ich online. Und im Jobkontext wäre das wahrscheinlich dann auch der abschließende Rat, dass man sagt, alles, was ich kommuniziere, über welchen Kanal auch immer, also was einsehbar ist, was jetzt nicht privat ist und auch also privat so eingestellt ist, dass jetzt ein fremder Recruiter das sehen könnte. Das sollte zu dem Bild passen, was ich vermitteln möchte. Heißt das im Umkehrschluss auch, dass es positiv ist, wenn ich mir den passenden Content in die Öffentlichkeit lege? Genau, das heißt es. Ja, wird da vermehrt drauf geachtet, jetzt wo es auch mehr Angebote gibt? Und auch mehr Wettbewerb? Ich glaube, jeder freut sich darüber. Also wir schauen da drauf, wir suchen danach. Da geht jetzt auch nicht unfassbar viel Zeit drauf, sondern das ist eher Teil der klassischen Suche. Also wenn wir jetzt eine Führungskraft einstellen, eine Fachkraft, also irgendeine Position, sagen wir mal ein Gehalt 80.000, 90.000 plus, das ist eigentlich immer eine Rolle, die irgendwo einen Impact hat, ob es jetzt fachlich ist oder in der Führung. Da schaue ich mir das LinkedIn-Profil an, ich jage die Person noch einmal durch eine Suchmaschine und schaue, ob es da Inhalte gibt. Und wenn ich dann sehe, die Person ist Führungskraft, macht eine Schiedsrichterausbildung, sage ich ja, klasse, hat einen Leistungssporthintergrund, großartig. Auch Hundeschule, außerordentliches Engagement, auch gut. Ja, es gibt ganz viele Dinge, die ja auch auf unseren Charakter positiv einwirken, wo man eine sehr gute Geschichte drum basteln kann. Und wenn man dann eine Profession findet, wo man die Fähigkeiten anwenden kann oder die Kompetenzen, die man in dem außerberuflichen Engagement, was man leistet, anwenden kann, dann wird da ein Schuh draus. Und das ist eine perfekte Überleitung, Per. Einmal kurz in den Werbeblock. Oh, du sollst aber auf den Knopf drücken. Diesen schönen Knopf drücken. Sehr schön, dass hier oben nämlich Werbung steht. Und du kommst ins Zentrum hier auch noch. Danke sehr. Genau, wir haben nämlich überberufliches Engagement, Per und ich und alle anderen, Tim, der heute leider nicht dabei sein kann, aber sonst für uns mit an der Technik sitzt. Wir machen das Ganze ehrenamtlich im Rahmen des Agiler Norden e.V.s, der nicht nur dieses Format veranstaltet, sondern halt auch andere, unseren Buchclub oder die Scrum Masters HH hier in Hamburg und noch vieles mehr. Und ja, damit das Licht hier anbleibt, brauchen wir Unterstützung von euch zum Beispiel auch. Deshalb klickt gerne auf Liken, Abonnieren, Subscriben und teilt unsere Inhalte, dass wir damit mehr Leute erreichen und der Algorithmus gefüttert wird. Und an dieser Stelle gibt es sonst immer eine kleine Werbeeinblendung von unseren Sponsoren. Für diese Folge haben wir aber aktuell gerade niemanden und wir haben generell auch immer Plätze frei. Das heißt, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info@agila-norden.de. An diese E-Mail-Adresse könnt ihr ansonsten auch Themenwünsche oder Gastbeiträge schicken, und, wenn wir mit euch Kontakt aufnehmen sollen. Ansonsten gerne schreibt in die Kommentare, wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt. Wie gesagt, liken, subscriben etc. Und wir sind wieder zurück bei Arik. Jawohl. Sehr schön. Wie weit, wir springen mal so ein bisschen, weil ich hatte es ganz am Anfang angeteasert. Ich würde gerne noch mal kurz reden. Ein Eindruck, den ich in den letzten Monaten gewonnen habe, ist, dass noch eine gewisse Gegenwehr existiert, vor allem auf Seite der Unternehmen, der ArbeitgeberInnen, KI-Tools in Bewerbungsprozessen bei den BewerberInnen zuzulassen, obwohl sie gleichzeitig verlangen, dass sie dann im Alltag, im operativen Geschäft mit KI-Tools und modernen Mitteln halt arbeiten, weil sie sich dann irgendwie verarscht fühlen. Ist das tatsächlich so? Wie ist da gerade so die Denkweise? Ja, ist, glaube ich, ziemlich auf den Punkt gebracht.
Gut, ich meine, wir haben ja schon viele Aspekte davon jetzt allein in der letzten halben Stunde beleuchtet. Man möchte den Menschen kennenlernen und man möchte nicht die Standardantwort bekommen, die einem ChatGPT gibt, die einfach nur passend ist Auch wenn sie richtig für die ist. Ausschreibung. Auch wenn sie richtig ist, aber nicht richtig ist, weil die Person die richtige Antwort gegeben hat, sondern weil es einfach die richtige Antwort ist. Ja, aber ein Bewerbungsgespräch ist doch ein Theater. Warum darf ich nicht einstudiert vortragen? Im Bewerbungsgespräch, also jetzt nicht in der Bewerbung, sondern wirklich im Prozess dann. Ja. Aber im Bewerbungsgespräch verbietest du KI. Ja. Es gibt sogar KI-Tools, die prüfen, ob du gerade eine KI laufen hast, während du dann zum Beispiel in deinem Videocall Bewerbungsgespräch. Ja, okay, bei Remote-Video. Ich dachte gerade, okay, da müsstest du aber auch Google Glasses haben oder irgendwelche. Ja, vor Ort wird es schwierig, aber genau, ne? Wir haben ja schon über die Unterlagen gesprochen, aber viele Bewerbungsprozesse beinhalten ja gerade immer noch oder sind darauf ausgerichtet auf Homeoffice-Positionen und so weiter und beinhalten ja auch Videocall-Gespräche. Ne, Remote-Interviews. Und da sehe ich halt auch immer noch eine Gegenwehr, dort Tools zuzulassen, obwohl sie gleichzeitig im Alltag dann gefordert werden. Ja, also ich würde es in Summe, glaube ich, darauf schieben, dass wir uns in dieser Übergangsphase befinden. Mhm. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch gehen wird. Irgendwann wird sich das einpendeln in einem neuen Normal. Ja, würde ich aber jetzt da sind wir noch nicht angekommen, ne? Also wir sind immer noch da sind wir noch nicht angekommen. Also wir sind in einem Übergangsprozess, weil es gibt, die Schere ist die ist auch riesig. Also welche Unternehmen lassen auch intern welche Tools zu? Mhm. Genauso gibt es Leute, die in den Unternehmen die Möglichkeit haben, die ihre Arbeit schon zu 60, 70, 80% automatisiert haben mit KI. Das ist möglich und es gibt andere Leute in der gleichen Stelle, in der gleichen Firma, die machen noch alles selbst. So, und da geht die Schere natürlich unglaublich weit auseinander und genau dasselbe Phänomen können wir natürlich auch bei Bewerbenden sehen. Die einen haben sich dann auseinandergesetzt, was alles möglich ist, sind exzellent da drin, vielleicht auch Abkürzungen zu gehen, das wäre eine negative Betrachtungsweise, aber gleichzeitig zeigen sie auch ein Talent, sich mit dieser neuen Welt exzellent auseinanderzusetzen. So, das ist dann genau dieser Punkt, wo du sagst, auf der einen Seite wollen die Unternehmen jetzt, dass die Leute KI-Skills mitbringen. Diejenigen, die es ganz toll beweisen, werden dafür getadelt, dass sie genau das im Bewerbungsprozess getan haben. So, das passt noch nicht ganz zusammen. Ich nehme an, dass sich das in den nächsten Jahren ja weiterentwickeln wird, dahingehend, dass wir weiß nicht, ob man Business-Knigge sagen kann, aber einen neuen Standard definiert haben. Ja, genau, es gibt ja Geflogenheiten, was wird akzeptiert. Ne? Was man machen sollte, wie man sich begegnet. Unter anderem im IT-Bereich hat man ja auch gesehen, die letzten 10, 20 Jahre vom Anzug weg, ne, bis über kurze Hosen und Flipflops, jetzt wieder hin zu eher casual, leger, eine Jeans kann man schon tragen. Aber da verändert sich ja auch wie du sagst, ne, so ein bisschen Bewerbungsknicke, so die Rahmenbedingungen und was man so erwarten kann im Erstkontakt. So. Und ich finde ich spannend, dass du da sagst, da sind wir noch in der Umbruchphase. Also es hat sich noch nicht etabliert, es ist noch Wilder Westen. So, das heißt, ich habe, auch wenn ich jetzt gerade vielleicht nach längerem dann wieder einen Job suche, habe ich noch nichts verpasst und es gibt auch noch keine etablierten Standards, an denen ich mich wirklich orientieren kann, sondern ich muss es ausprobieren. Ist es das? Ja, kann man so sagen und gleichermaßen kann man sagen, in dieser Übergangsphase entstehen enorme Potenziale in beide Richtungen. Beispielsweise, ich habe auch Freunde, Bekannte, Kunden aus der Werbeszene und das waren vielleicht so die Early Adopter so im KI-Bereich. Und es gab da diese Phase, dass man mit wenigen Klicks Ergebnisse, Kreativleistungen erschaffen konnte, die man dann wiederum für 20, 30, 40.000 Euro verkaufen konnte. Ja, die wilde Zeit. Das funktioniert dann für eine gewisse Zeit. In der Zeit kann man sich darüber freuen. Wenn es dann alle mitbekommen haben, ist die Zeit vorbei und dann hat man ganz andere Probleme. So, und das heißt, diejenigen, die jetzt natürlich total fit sind und das alles nutzen können, vielleicht können die einen Vorteil für sich daraus schlagen, aber es ist alles nur eine Frage der Zeit. So, und das Ganze passiert immer schneller, weil Innovationszyklen werden immer kürzer. Und ich glaube, wir kommen gar nicht hinterher, aber also, ja. So, was aber vielleicht noch ergänzend zu dem Thema, was ich ganz gut finde, was Unternehmen jetzt immer mehr machen, ist, dass sie in ihren Bewerberportalen auch wirklich kommunizieren, wir wollen, dass ihr bewusst keine KI-Tools nutzt. Bitte gebt uns einfach nur eine ehrliche Antwort auf die folgenden Fragen.
das ist dann so eine Art, ja, gib mir nur das komprimierte Anschreiben, aber nur die ehrlichen Antworten. Weil ich glaube, das ermutigt die Kandidaten auch, weil wenn du dann wirklich auch, ich meine, wenn du in der Bewerbungsphase bist, wenn du eine Führungskraft bist, heißt das nicht, dass du weniger Arbeit hast, sondern eher viel mehr. Du musst viel mehr Stellen screenen, um am Ende vielleicht 5 Stellen zu finden, die auch nur ansatzweise passen. Darauf können vielleicht 50 Bewerbungen kommen oder so. Und 50 Mal ein komplett individuelles Anschreiben, selbst zu schreiben, das kostet ja unfassbar viel Zeit, neben einer Vollzeit-Berufstätigkeit. Aber die Leute haben viel weniger Angst, auf eine Frage einfach nur authentisch und offen zu antworten, wenn sie nicht die Form wahren müssen. Und das, glaube ich, ist eine gute Lösung jetzt in dieser Übergangszeit, die man auch viel mehr nutzen sollte, auch aus Unternehmenssicht. Ja. Apropos Übergangszeit und Wilder Westen. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass vor allem das Tech-Umfeld, nicht nur in Deutschland, weltweit, aber auch bei uns hier sehr ArbeitnehmerInnen günstig war. Sehr lange. So, Richtig, dann haben wir einen Knick gesehen. Wir sind aktuell wieder in einem massiven Arbeitgeberumfeld. Wie gestaltet sich das gerade? Auch wenn wir mal kurz auf die ganzen Entlassungswellen hinsehen, die wir die letzten Jahre gesehen haben, und überhaupt die Unsicherheit, nicht nur geopolitisch, sondern auch auf der Weltwirtschaft und so weiter. Viele Unternehmen, die einfach ihre Budgets eingefroren haben, was Neuanstellungen angeht, und keiner weiß, wohin die KI-Wetten gehen, die Tech-Wetten überhaupt. Siehst du da mittlerweile ein Aufbrechen? Also wird wieder eingestellt? Lohnt es sich aktuell, sich zu bewerben? Ja, also auch wieder ein sehr guter Punkt oder auch wirklich richtige Beobachtung. Als erstes kann man dazu sagen, ich meine, wir haben da natürlich relativ viele Gespräche auch mit Fachkräften aus der IT, und wir hatten es vorhin auch schon angeschnitten, das lief vor 3 Jahren ganz anders ab, als es jetzt abläuft. Und Kandidaten, Fachkräfte, Experten in Bereichen, die wirklich viel auf dem Kasten haben, die vor 4 Jahren zum Beispiel das letzte Mal den Job gewechselt haben, gerade im IT-Sektor, und die jetzt auf die Jobsuche gehen, Die fallen aus allen Wolken. die verstehen häufig die Welt nicht mehr. Die wissen gar nicht, was los ist. Warum ihnen eine Stelle angeboten wird mit 10.000 Euro Gehalt unter ihrem aktuellen Gehalt. Das passiert jetzt, und das sehen wir immer häufiger. Und das ist schon eine besondere Situation. Und das ist genau das, was du sagst, von einem sehr arbeitnehmerfreundlichen Markt, der Shift zum arbeitgeberfreundlichen Markt. Das ist auch nicht in allen Industrien so. Es gibt immer noch Bereiche, wo es anders ist. Aber das ist was gerade passiert. Und Massenentlassungswellen helfen natürlich nicht. Und für junge Fachkräfte ist es sogar noch viel schwieriger. Denn also Junior-Softwareentwickler werden gerade weniger eingestellt als noch vor Jahren. Und zwar sehr viel weniger. Da gibt es auch viele Studien für. Wenn auch mehr Seniors auf dem Markt sind, dann ist das natürlich, oder wenn das arbeitgeberfreundlicher gerade ist. Entschuldigung. Ins Mikrofon? Ja. Und gleichzeitig haben wir so ein bisschen dieses Paradox, aber vielleicht ja auch in den Branchen drin, dass die einen sagen, also wir werden überschwemmt von neuen Leuten, die einen Job suchen, und wir können gerade auch günstiger einstellen als noch in der Vergangenheit. Also es geht wieder zu unseren Gunsten, und die anderen sagen, wir haben extrem Fachkräftemangel. Wie sieht das so in den letzten Monaten bei dir so im Umfeld aus? Ja, also ich bewege mich jetzt primär in Europa, so mit den Aufträgen, die wir bekommen, mit den Kunden, die ich da betreue, oder Unternehmen, die ich unterstütze. Auch mit einem Schwerpunkt auf die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Da muss man jetzt sagen, also wie entwickelt sich das jetzt alles? Erstmal sind uns die Staaten immer eine gewisse Zeit voraus. So, das kann man schon mal sagen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Trend sehen in den USA, häufig kommen wir dann etwas abgeschwächt, 9 Monate, 12 Monate gehen wir hinterher. Eine andere Schwierigkeit, die ich sehe, ist überhaupt zu differenzieren, was an der aktuellen Situation ist KI, die technologische Innovation, die Komponente, und was ist die aktuelle wirtschaftliche Situation. Weil das hat beides natürlich einen riesen Einfluss darauf, wie sich Unternehmen verhalten. So, das heißt, wir hatten 2019 bis 2022 hatten wir unglaublich viel Investment in Deutschland. Also wir hatten eine ganz, ganz spannende Phase im deutschen Start-up-Markt. So viel Geld hatten wir noch nie, wenn ich mich recht entsinne, was von extern wirklich in den deutschen Markt reingeflossen ist. Und wir haben jetzt eine ganz andere
eine ganz andere Situation in der Welt. Wir haben eine ganz andere Kostenstruktur, was Geld angeht. Geld ist viel teurer geworden im Vergleich zu der Zeit. Es gibt diesen Uncertainty Index, der eigentlich nur besagt, wie häufig das Wort Uncertainty in den Medien verwendet wird, der fast auf einem Allzeithoch ist oder in den letzten Monaten immer wieder auf dem Allzeithoch war, was einfach nur zeigt, die Firmen haben Angst. Sie wissen noch nicht, wie geht es jetzt weiter, was passiert jetzt, wie geht's weiter? Die wissen es nicht. Und deshalb ist auch in Summe in dem Markt so eine abwartende Haltung. Alle warten darauf, wann geht's jetzt wieder los, wann zieht's jetzt wieder an? Und alle wollen eigentlich, aber niemand will den ersten Schritt machen und niemand will den falschen Schritt machen. Und ich bin jetzt überfragt, wenn es darum geht, wie man das Ganze lösen kann. Das glaube ich, übersteigt ganz klar meine Gehaltsklasse, weil es auch natürlich ganz klar in den politischen Bereich dann reingeht. Ja, also ich nehme tatsächlich in einer persönlichen Filterbubble war das in den letzten Wochen zum ersten Mal seit 12 bis 24 Monaten wieder wirklich Stellenausschreibungen da sind. Dass Unternehmen suchen, dass Budgets langsam wieder freigegeben werden. Wir sind noch nicht da, dass sich zum Beispiel der Beratermarkt erholt hat und so weiter, dass wieder massiv extern eingekauft wird und die neuen Trends gejagt, aber dass vorsichtig tatsächlich nach vorne geguckt wird. Ja, und man merkt auch, dass viele, also meine persönliche Interpretation, ich habe da auch keine Insiderwissen aus der aller Welt, aber das Bild, das sich für mich zeichnet, ist vor allem, dass die Entlassungswellen darauf beruhen, dass Leute rausgeschmissen wurden, weil man KI-Wetten gemacht hat, weil man sie nicht machen wollte, weil man nicht wusste, wohin und deshalb das Geld erstmal einfriert und lieber Cash beiseite hat, wenn es dann passiert. Und auch unter falschem Vorwand, ne? Also dass man nach außen hin verkauft hat, ja, wir machen das, weil wir durch KI effizienter wurden und so weiter. Aber dass es eigentlich Cash-Bestände sind, die dann erstmal in diese Wetten investiert wurden. So, und dass das immer mehr, vor allem Firmen im Mittelstand, und das ist ja auch, was in Deutschland ja auch groß macht, mitbekommen, sodass das funktioniert nicht. Wir müssen tatsächlich wieder Leute einstellen und diese Versprechen, also die KI-Tools sind besser darin, ihre Effizienz als Versprechen zu verkaufen, als dann am Ende tatsächlich effizient auf die Straße zu kriegen. Und das schlägt langsam durch und das weicht wieder so ein bisschen auf. Vielleicht ist aber auch nur so ein kleiner Bounce am Boden, ne? Wenn man den Boden aufschlägt, ploppt man ja auch nochmal kurz hoch. Ja, der Dead Cat Bounce aus den Finanzmärkten. Runter, aber aktuell merke ich, dass wieder ein bisschen Bewegung so der Frühling, es blüht ein bisschen auf am Arbeitsmarkt. Ich bin ein bisschen vorsichtig, also ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, ich würde es auch ein Stück weit unterschreiben, dass wir so eine leichte Erholung sehen, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob wir alle gerade hoffen und ob es jetzt so weit ist. Und mir fehlt jetzt noch so ein sehr klarer Datensatz dazu. Also es gibt ja in Deutschland das IFO-Geschäftsklima, wo ich mich da immer freue, wenn es ein bisschen nach oben geht, wo man Geschäftserwartung, Geschäftsrealität irgendwie abgleicht. Dann es gibt so einen Startup-Index von Ernst & Young, wo man also wirklich aber sieht, was geht an Geldern in den Startup-Markt rein, was, finde ich, ein ganz guter Indikator dafür ist. Weil da sieht man nämlich, also es kommen erst, und das kann ich jetzt zum Beispiel auch beobachten, die Firmen, die gerade loslegen in Deutschland, auch mit dem Hiring, das sind an vielen Stellen keine deutschen Firmen. Also entweder haben wir irgendwas, was von der KI-Bubble getragen ist, weil die Geld bekommen haben, um zu wachsen, oder es sind Firmen, die aus den Staaten kommen, aus dem USA-Raum, die jetzt sagen, jetzt skalieren wir in Europa. Und damit fangen die früher an, als die deutschen Firmen, die dann eben in 6, 9, 12 Monaten irgendwie nachziehen. Ja, und auch die asiatischen Firmen mittlerweile, ne? Mit Sicherheit, ja. Mitbekommen habt, aber es kommt ja jetzt gerade nach Deutschland rein, eine chinesische Amazon-Kopie. So, also, ne, und im Investorenbereich haben wir das auch schon gesehen, dass da viel aufgekauft wurde in den letzten Jahren. Ja, genau, da verwandelt sich viel am Markt und vielleicht sind da jetzt auch ein paar Prozesse und Investitionsgeschichten durchgelaufen, sodass wieder auch in Personal investiert wird und geguckt, jetzt müssen wir es auch mal wieder vorankriegen. Und meine Wette ist ja auch, oder wo ich mein Geld drauf wetten würde, ist, dass tatsächlich dieser Investitionsstau, den wir die letzten Jahre hatten, dass der halt nicht mehr haltbar ist. Ne, dass jetzt die Angst
so groß ist für viele mittelständische Unternehmen in Deutschland, dass sie sagen, wir müssen jetzt aber, egal, wir wissen nicht wohin, aber wir müssen jetzt einfach wieder uns bewegen, weil sonst laufen uns die anderen erst recht weg. Wenn wir uns gucken, ne, was mit den USA passiert, aber was auch im asiatischen Raum halt technologisch vorangeht, jetzt vor allem mit Robotertechnik und so, ne, und so Solar und die ganzen Geschichten. Also, dass die uns da einfach technologisch halt davon laufen. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da eine Aufbruchsstimmung. Bisschen mit Entspannung am Arbeitsmarkt. Also ich merke ja auch im befreundeten Umfeld, ne, die Leute sitzen da teilweise in goldenen Käfigen und kommen nicht raus oder sind so in Opferpositionen auch immer verstärkter, weil sie eigentlich unglücklich sind, aber sich gerade im Arbeitsmarktumfeld nicht trauen, einen Move zu machen oder sich nicht daran glauben, dass sie eine Chance haben. So, weil es halt, wie du gesagt hast, ne, seit 4, 5 Jahren haben die sich nicht beworben. Und das Umfeld hat sich einfach geändert. So, und das Wasser ist so kalt, da will jetzt keiner einen Fuß reinstecken. Ja, nicht ganz unberechtigt. Ja. Und da würde ich gerne nochmal den Bogen schlagen, bevor wir so langsam in den Abschluss gehen, leider. Ich sehe hier mit einem weinenden Auge die Uhr. Und du bist ja heute auch nicht 100%ig fit, wie man vielleicht an der Stimme hört, darum wollen wir es nicht überreizen. Ich würde gerne einmal darüber sprechen, über die tatsächlichen Future Skills. Wie weit hat sich eigentlich das Skillset verändert, das Leute mitbringen müssen? So ganz allgemein, ich möchte jetzt nicht in bestimmte Branchen rein oder eine bestimmte Technologie und Programmiersprache und so weiter, aber siehst du da eine Veränderung zu früher? Also wir haben jetzt über den Arbeitsmarkt gesprochen, ne? Wir sehen auch, dass die Idee, dass man in einem Unternehmen in Rente geht, wo man mal gelernt hat, ist vorbei. So, das heißt, es suchen auch andere Unternehmen, es sind andere Leute am Markt. Hat das einen Einfluss, wie sich beworben wird mit welchen Skillsets? Und durch KI, durch den technologischen Wandel sind es auch andere Skills, die gesucht werden. Theorie wäre zum Beispiel, dass softere Skills, die häufig immer so Hippie-Kultur unterstellt bekommen haben, heute aber vielleicht relevanter sind, weil die Hard Skills werden ja von KI ersetzt und anderen Technologien. Ja, du hast jetzt viele Themenbereiche angesprochen, aber ja, also Future Skills als das Leitmotiv der ganzen... Was muss ich heute mitbringen im Vergleich zu vor 5 oder 10 Jahren, um relevant zu sein auf dem Arbeitsmarkt? So ganz allgemein. Gibt es da ein Muster? Ja, also ich denke schon. Es ist natürlich abhängig von den jeweiligen Positionen und den jeweiligen Rollen, in die man reingeht. Aber ich denke, wir haben auf der einen Seite natürlich ganz klar das, worüber alle sprechen, man muss jetzt KI muss man nutzen können. Das ist so offensichtlich, ich will es nur nicht jetzt komplett unterschlagen. Also man muss sich damit auseinandersetzen. Das muss jeder, da kommen wir nicht dran vorbei, es ist unvermeidbar. Aber zur gleichen Zeit, und das ist genau das, was du sagst, gehe ich davon aus, und ich sehe es auch jetzt schon, so eine Art Revival dieser ich sag mal, ich nenne sie jetzt mal alten Skills, also kommunikative Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick, interpersonelle Fähigkeiten, die Fähigkeit, Beziehungen zu knüpfen. Das wird, denke ich, in einer neuen Welt einen ganz anderen Stellenwert haben. Und das Schöne ist, das sind Fähigkeiten, die viel näher an unserer menschlichen Natur sind, als diese ganzen technischen Fähigkeiten. Und es sind Fähigkeiten, die viel schwieriger zu lernen sind. Das ist vielleicht auch der herausfordernde Aspekt dahinter. Weil wenn wir jetzt Absolventen haben, die aus der Uni kommen, die vielleicht ganz tolle Noten haben, die aber nicht in der Lage sind, ein Konfliktgespräch zu führen, ein Feedbackgespräch zu führen, in komplexen Situationen sich souverän zu bewegen, dann ist das ein Problem. So, und die werden dann auch nicht eingestellt. Okay. Spannend. Also, ne, dass wir das hatten wir in anderen Folgen ja schon häufiger, dass die Skills für die Zukunft tatsächlich auch die Skills aus der Vergangenheit sind. Also, dass wir eigentlich in so einer Runde drin sind. Und dass dieses einfach nur, wir brauchen halt dich jetzt wirklich nur wegen deinen Hard Skills, weil du halt genau diese Technologie kannst oder diese, ne, das Tooling und so weiter oder diese Maschine bedienen kannst. Nee, ne? Und würdest du unterschreiben, ein Eindruck von mir ist auch, dass die Skillsets, da würde ich gerne die Wertung auch ausklammern erstmal, aber generell die Skillsets und die Rollenbeschreibung auch breiter werden. Das auch mit der Idee so ein bisschen durch KI, dass man ja, als Grafiker kann man jetzt auch einen Prototype Vibe coden und die Marketingleute können halt von der Idee über Skript zur Contentproduktion bis zur Veröffentlichung eigentlich auch alles selber machen mit Einzelunion, als Personalunion.
Verwässert das eigentlich die Profile, die gesucht werden? Ich kann das nicht beurteilen, muss ich gestehen. Also ich hatte bis jetzt nicht den Eindruck, aber es kann sicherlich Industrien geben, wo das entsprechend der Fall ist. Also ich sehe das vor allem in den Unternehmen und ich frage mich, ich habe ja nur punktuell dann halt bei meinen Kunden auch Kontakt zu den Recruiting-Prozessen und da merke ich, da schleicht das so langsam so rein, aber vielleicht ist es auch tatsächlich, dass noch relativ scharfe Profile gesucht werden, weil das auch so etabliert ist, aber intern wird sehr klar dann das aufgeweicht und eigentlich musst du so ein bisschen alles mitmachen. Ja, wie du sagst, es werden immer weniger Junioren gesucht, aber gefühlt suchen alle so ein Praktikantenprofil, den ich halt alles aufbürden kann. Nur halt mit einem höheren Skill-Level. Ja, vielleicht. Also ich meine, gerade im technischen Bereich, also Senioren werden ja auch noch gesucht, weil man möchte nur, was nur weniger gesucht wird, ist jemand, der auf einem schlechteren Niveau coden kann als die KI, aber nicht die persönlichen Skills mitbringt und nicht die Erfahrung hat. Also was die Unternehmen schon haben wollen, die Unternehmen wollen jemanden haben, der die Arbeit von der KI bewerten kann. Weil die menschliche Validierung, die wollen wir ja noch haben. Also wir wollen die Ergebnisse bewerten können. Das ist also, wir sind noch nicht egal. Das ist ja auch gut. Genau, und dafür wird aber ja. Wer weiß, wann sich das ändert, ne? Aber genau dadurch wird ja aber die Schnittstellenkommunikation dann zum Beispiel zum Design oder zum Auftraggeber relevanter. Und dadurch bist du dann wieder im Soft-Skill-Bereich. Das heißt, speziell jetzt in der Programmierung, nur mit den Coding-Skills komme ich halt heute nicht mehr weit, weil das kann ich durch andere erledigen. Also dann ist es wirklich nur ein KI, dann wirst du von KI ersetzt. Aber so gesehen hast du recht, ja. Ne, also entweder bist du wirklich exzellent, weil ich glaube, es wird immer noch den Raum geben für Leute, die einfach außerordentlich gut sind, egal in welchem Bereich. Ja. Die werden ihre Nische haben, weil die werden dann ja auch KI gut outperformen können. Aber ja, natürlich, also der Doktor muss Vertrieb machen. So, die Juristen müssen auch Vertrieb machen in der Anwaltskanzlei. Ja, also es sind alles ja irgendwie Unternehmer und es ist nicht so, wie es vielleicht vor 50 Jahren war, dass du hast dein Studium gemacht und dann war dein Weg ganz klar und der Rest war geregelt. Also so gesehen die Profile, aber das ist vielleicht nicht nur KI, sondern das ist diese globalisierte Welt, wo Information Überfluss für alle allgegenwärtig ist. Genau, also alle müssen Narrative erzeugen können, also kommunizieren, ne, Geschichten erzählen, sie müssen verkaufen können. Also es gibt ein paar Skillsets, die werden universeller, weil halt andere Sachen einfach redundant werden durch den technologischen Wandel. Social Media Bereich, ne, also auch sich kommunizieren können, sich nicht projizieren, aber sich inszenieren können. Das hattest du ja von. Das ist auch, was du sagst, verkaufen können. Ne? Das ist also Kommunikation, menschliche Kommunikation, Sales, Vertrieb, Beziehungen, das schlägt alles irgendwie so in eine ähnliche Kerbe. Ja. Das wird super wichtig oder ist auch schon super wichtig. Und eine Sache, die vielleicht jetzt noch on top kommt, wenn wir beim Thema Future Skills sind, was ich für mich auch merke und was ich mir auch mitgenommen habe, und da möchte ich dran arbeiten, ist in dieser Flut von Daten gut selektieren zu können, was ist relevant. Also das kann, du nickst da auch schon wissen, das kann die Masse sein bei LinkedIn, wo ich sage, okay, das ist für mich relevanter Content. Es ist so viel Information überall, also Datenselektion oder einige sagen Cutting through the noise, das ist auch eine sehr wichtige Fähigkeit in der aktuellen Zeit. Und du hast das ja auch, nicht nur das typische, ne, wie viel Social Media pfeife ich mir da privat rein und wann ist genug, ne, und wann bin ich auch überlastet oder sowas, aber und wie ziehe ich da die für mich relevanten Informationen raus? Du hast das ja auch in den Unternehmen, ne? Dann haben die noch ein Intranet und noch einen Blog und einen internen Podcast und dieses und jenes, ne? Und dann irgendwie sich den Überblick zu verschaffen über diese Kanäle, ne, sich auf den Stand der Dinge zu halten, die relevanten Informationen rauszufiltern, ohne in der Flut der Daten zu ertrinken und vor 6 Stunden Informationseinlesen von 8 Arbeitsstunden gar nichts mehr zu schaffen irgendwie. Ne? Also ich habe nicht den super Begriff für diesen Skill, aber ich nickte, weil ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, und ich merke halt immer mehr oder begegne da immer mehr Leuten in den letzten Monaten, die halt Angst davor haben, aus ihrer Spezialisierung raus zu müssen, wo sie sich halt auch schön eingeigelt haben, muss man fast schon provokant sagen, weil es immer mehr Chancen für Generalisten und vor allem für Pattern Recognition, also
Mustererkenner am Markt gibt. Und das ist gut, sehr guter Punkt. Ja, also mehr Leute, ich sehe das ja auch in den Führungsstrukturen, dass es immer mehr Unternehmen gibt, wo diese Feuerlöscherposition runtergeht bis auf den Teamleiter, also wo sie Generalisten immer tiefer einsetzen, weil es halt nicht anders funktioniert. Weil wenn was fehlschlägt, dann ist es immer eine Situation, wo man über den Tellerrand gucken muss. Und das kann ich von Spezialisten nicht unbedingt verlangen, weil das halt außerhalb von ihrer Jobdescription ist. Und vielleicht ist es auch genau da, dass das eher in die Führungsrolle reinsneakt, weil da sehe ich auch eine immer stärkere Überlastung durch das breitere Spektrum. Ne, ich muss nicht nur managen oder führen, ich muss heute eigentlich beides können. Ich muss die Leute verwalten, knallharte One-on-Ones und Personalentwicklungsgespräche führen und gleichzeitig aber auch menschlich sein, authentisch, empathisch etc. Und dieses Spektrum zu bedienen ist halt unsagbar schwer. Und gleichzeitig haben wir ja auch schon angesprochen, den Investitionsstau. Es wird in die Führungskräfte nicht ausreichend investiert, um die Leute darauf vorzubereiten und vielleicht sogar auszubilden, das irgendwie leisten zu können. Aber es wird erwartet. Und da war meine Frage dann eher, ne, ob das ein grundsätzliches Thema ist gerade, dass alles breiter wird. Ja, so gesehen werde ich ja wahrscheinlich doch die Frage einfach bejahen müssen. Ja. So, ne? Also wenn man sich jetzt so gemeinsam erarbeitet, ganz, ganz klar. Ja, und das ist halt, aber wie du gesagt hast vorhin, ne, eine Übergangsphase. Also ne, vielleicht ist das auch nur ein Zwischenzustand und wir gehen wieder in klare Rollenbeschreibung rein, aber aktuell ist das tatsächlich was, womit man sich, glaube ich, im Recruiting auseinandersetzen muss. Was schreiben wir aus und was suchen wir eigentlich intern wirklich? Was sind unsere Erwartungshaltungen? Weil ich merke da auch sehr viel Unausgesprochenes und Intransparenz auch innerhalb der Prozesse. Ja, wobei ich glaube, wir nähern uns dem ganz großen neuen Thema Personalentwicklung und Ausbildung und sowas, ne, wenn wir sagen, wenn identifiziert jetzt ein paar Skills, ne, im Komplexen navigieren können und Unsicherheiten aushalten und was weiß ich, was alles wichtiger wird. Oder wo wir ja auch schon gesagt haben, ja, die Seniors werden noch gesucht, weil die haben diese Soft Skills und diese Ausbildung, das ist aber schwer zu lernen. Wie kriegen wir denn mehr Leute dahin, das auch früher in ihrer beruflichen Karriere zu können? Ne? Weil wenn wir im Moment unterstellen, viele Senioren, wahrscheinlich weil Erfahrung dahinter steckt, auch Berufserfahrung, Lebenserfahrung, wie auch immer, starten ja nicht als Senioren, wenn man das mal so nimmt, aber wir bräuchten, wenn wir davon viel mehr brauchten. Ja, und das bringt mich, und das ist ein spannender angrenzender Punkt, glaube ich, oder finde ich, und zwar, dass wir ja vor allem im Tech-Bereich eigentlich Ausbildungsprogramme raus extrahiert haben. Also es bildet ja fast keiner mehr aus. Ne? Also wir haben ein Riesenproblem. Also in Deutschland, wir kennen das ja im Vereinsumfeld, ne? Das Ehrenamt stirbt aus und genauso aber auch die Ausbildungsbetriebe. Ne? Keiner möchte das mehr. Leute wollen von der Stange kaufen. So, weil du hast ja auch die Möglichkeiten über YouTube, Udemy, LinkedIn Learning etc., also dich privat weiterzubilden. Viel mehr Leute kommen auch mit einer breiteren Vorausbildung als früher. Wir haben den Überschuss an Akademikerinnen etc., ne, der da auch mit reinspielt. Also das Skill-Level ist ja nochmal ein anderes. Und diese Erwartung aber, das, glaube ich, wird ein Problem für uns. Dahingehend, dass heute können Leute, weil sie schon so lange in der Berufswelt sind, einschätzen, ob das, was die KI produziert, ne, dass wir uns mal bei dem blöden Thema KI bleiben, ob das funktioniert. Aber wenn wir das der nächsten Generation oder den nachfolgenden, den jetzigen Junioren nicht beibringen, verlieren sie ja diese Fähigkeit, weil sie damit aufwachsen. Das heißt, die werden ja niemals diese Einschätzung. Ja, das heißt, eigentlich müssten wir jetzt in den Unternehmen und im Recruiting-Umfeld halt da rein investieren, wieder Ausbildung, also auszubilden und intern Leute anlernen zu können und uns zu überlegen, wie sehen denn zum Beispiel nach dem Einstellungstermin, nach der Unterschrift, wie sehen denn eigentlich die Onboarding-Prozesse aus? Und da sehe ich auf jeden Fall Bedarf für eine andere Sendung, aber das machen wir dann ein anderes Mal. Lass uns mal. Ja, aber es ist ein richtiger Punkt. Also wir arbeiten da also wir im Kollektiv, wir arbeiten da echt auf ein Problem hin. Wenn man sagt, gut, ja, ich habe die Senioren, die können das noch bewerten und das ist auch alles gut. Aber gleichzeitig, wo sind wir dann in 10 Jahren? Genau. Also wer kommt nach und welche Fähigkeiten? Und ich sehe da auch ein gewisses Muster, dass viele junge, ambitionierte Leute keine Lust mehr haben, Führungskraft zu werden, weil sie sehen die Anforderungen und das passt in der Wahrnehmung nicht zusammen. Also das, was man leisten muss, zu dem, was man bekommt, das sieht wie keine gute Entscheidung aus für die Person. Genau, ne? Es lohnt sich ja nicht mehr. So, das ist und da geht es ja auch in der Politik in den letzten Wochen und Monaten ja auch sehr viel
sehr viel Energie da zu diskutieren, ne, ob die Leute noch bereit sind zu leisten und so weiter, aber Leistung muss sich halt auch lohnen. So, und für viele, wie du sagst, sieht es nicht danach aus, dass es sich lohnen würde. Da höre ich auch sehr viele Geschichten und kann die auch nachvollziehen aus der Perspektive. Ja. Okay, aber lass uns einmal noch mal kurz über dich reden und abschließend auch über deine Future Skills. Du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt, da würde ich gerne anknüpfen. Was hast du dir noch mehr rausgesucht? Gibt es eventuell Konferenzen, die für dich dieses Jahr relevant sind im Recruiting-Bereich, wo man sich mal auch, sind eigentlich so Bewerbermessen noch ein Ding? Du hast bestimmt wieder abgeschweift. Ich muss sagen, es passt jetzt natürlich mal, also witzigerweise muss ich sagen, ich finde ja. Also ich finde, sie werden gerade wieder ein Ding, weil wir haben jetzt viel über das digitale Recruitment gesprochen, wir haben viel über die ganzen Probleme gesprochen, aber es gibt diese Events, es gibt diese Messen und es ist eine großartige Möglichkeit, sich natürlich abzugrenzen. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren, das wird vielleicht ein Nischenprodukt sein, aber es wird es immer mehr geben, also wirklich Events von Menschen für Menschen. Und da müssen wir noch aufpassen, dass wir uns nicht so einlullen lassen von dem digitalen Komfort, von dem Komfort, nicht in die Interaktion gehen zu müssen, sondern raus aus der Tür zu gehen, den Mut zu haben, zu sagen, ich spreche mit einer Person, die ich nicht kenne. Und am Ende bin ich total überrascht, dass das Gespräch mir wirklich was gebracht hat. Ja, ich war letztes Wochenende auf einer Messe, genau zu dem Thema. Also ich sage, ich möchte neue Menschen kennenlernen. Das ist genau mein Metier und es ist trotzdem, kann es immer mal wieder eine Überwindung sein, mit Leuten zu sprechen, von denen man denkt, dass die viel mehr auf dem Kasten haben als man selbst. Aber in dieser Interaktion kann man lernen. Und da möchte ich auch jeden wirklich zu ermutigen, das zu tun. Also ja, es gibt sie noch. Sie werden aussterben, wenn man sie nicht nutzt. Also bitte nutzen. Und vor allem, wir haben ja einen Rückgang sowohl im Angebot als auch in der Akzeptanz unter den Leuten, vor allem befeuert durch Corona. Ne? Wir haben ja Jahre, also wir haben jetzt ja mittlerweile gute 5 Jahre, fast eine halbe Generation, in der Leute nicht gelernt haben, wie Netzwerk-Events funktionieren, weil sie gar nicht stattgefunden haben. So, und das merken wir jetzt vor allem im Ehrenamt ganz stark in der Akzeptanz auch von User-Groups, von Meetups, von Konferenzen. Kleinere Formate. Ne? Es gibt natürlich noch die großen Kongresse, die fressen gerade alles auf, weil gesehen und gesehen werden und Viralität für Social-Media-Content. Aber das ist ein blankes FOMO-Fest. Ne? Wenn du hier auf die großen, ne? die Spiel in Essen oder hier die OMR in Hamburg und so weiter, oder Automotive Show und sowas, da musst du, oder die Internorga ist gerade, dann geht alles nur darum, aber da hat jede Branche so ihre 1, 2 Events aber die Masse, auf dem man sich früher vernetzt hat und auch die sehr viel zur persönlichen Weiterentwicklung und auch zum Lernen und zum beruflichen Karriereschritt dann beigetragen hat. Das hat nachgelassen und ich bin gespannt, ob das nicht eine Lücke erzeugt. Also wie das aufgefangen wird. Wenn dann tatsächlich wieder auch die Unternehmen Leute suchen. Weil wo sollen sie die herkriegen? Das hatten wir anfangs geklärt, durch KI-Tools und so weiter. Wird es schwieriger gerade zu bewerten, ob jemand passt auf den ersten Blick. So, und wir wissen ja alle die Dunkelziffern, wie viele Stellen überhaupt ausgeschrieben werden und wie viele unter der Hand weggehen im eigenen Netzwerk. Ne? Und das ist ja immer noch die Mehrheit. So, aber Per, du hast das richtig gesagt, ich habe abgeschweift. Möchtest du dazu gerade noch was sagen? Ansonsten würde ich dir nämlich unsere letzte Frage stellen. Wir waren bei den Future Skills, ne, woran ich arbeite. Was machst du eigentlich dieses Jahr noch für deine Weiterbildung? Ja, also zum einen, und das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, ich habe mir vorgenommen, meine Social Skills, was natürlich auch ein Teil meines Jobs ist, die wieder zu erwecken, die zu pflegen. Das heißt, ich gehe tatsächlich wieder zu diesen Events mehr. Also ich gehe mehr zu Jobmessen, um mit Bewerbern face-to-face zu sprechen, weil wir als Menschen auch viel besser Informationen verarbeiten können, wenn wir eben nicht nur über einen Kanal diese Informationen verarbeiten, sondern wenn wir eben die Person mit allen Sinnen wahrnehmen können. So, es gibt eine ganz andere Informationsqualität auch. Auch als Training für mich selbst, diese Messen, Events und wenn es auch nur Event ist, was gar nicht in meiner Profession liegt, sondern einfach nur, wo es um den menschlichen Austausch gibt. Ich glaube, das sind Dinge, die sollten wir alle ein bisschen mehr pushen. Eine Sache, an der ich auch noch arbeite und was für mich ein großes Thema ist, ich nenne es jetzt mal so Proactive Single Tasking, dass ich mich ganz aktiv dafür entscheide, mich mit einem Sachverhalt auseinanderzusetzen. Ich mache nicht viele verschiedene Dinge gleichzeitig. Ich bin jemand, der sich für vieles begeistern kann
Und gleichzeitig ist es für mich auch eine große Herausforderung, sich wie früher hinzusetzen, sich ein Buch zu nehmen und dieses Buch 5 Stunden lang zu lesen. Fokus. Das war für mich früher kein Problem. Und jetzt muss ich leider gestehen, dass es mich sehr schnell langweilt. Und das zeigt mir, was diese Tools mit mir und meinem Geist machen. Und das ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung, nicht nur für mich, sondern für die gesamte Generation. Und die Generation, die auch nach mir kommen. Und dieses Lernen, sich lernen zu üben, sich diszipliniert mit einem Sachverhalt auseinanderzusetzen. Das Gehirn dazu zu zwingen, zu arbeiten und sich nicht nur beschallen zu lassen. Das mache ich ganz aktiv. Und das muss ich auch noch weitermachen. Weil mir ist wirklich bange, was passiert, wenn ich es nicht tue. Weil ich das Gefühl habe, dass all diese tollen Tools uns wegerziehen, davon in der Lage zu sein, uns zu konzentrieren, uns wirklich mit Sachverhalten auseinanderzusetzen. Cool. Ja, und damit sind wir dann leider am Ende dieser Sendung angekommen. Bevor ich aber die Abschiedsworte spreche, Per, möchtest du unserem Gast noch verraten, was wir für ihn vorbereitet haben? Ich kann einmal verraten, ich habe das gleiche Ziel gerade, mich länger auf eine Sache zu konzentrieren. Also das finde ich total spannend. Verfolge ich genauso wie du. Aber eigentlich sollte ich was anderes sagen. Ich wollte auch mal ablenken, wie Alex oder so vom Thema. Nee, aber es ist ja gut, es ist ja schön, dass man merkt, dass man da nicht alleine ist. Ja, ne? genau, Man kommt sich ja recht unzulänglich vor. Ne? Ja, genau, dass ich dann, aber man kommt auch voran. Also ich zumindest habe das Gefühl, dass meine Konzentrationsphasen wieder besser geworden sind. Also, was hast du dafür getan? Ja, wie du. Lesen. Einfach mal länger wieder lesen. Oder du hast es eigentlich sogar schöner gesagt, bewusstes Single-Tasking. Ne? Also diesen Impuls, jetzt wird es mir gerade langweilig, nach 7 Minuten diese E-Mail formulieren. Ich lasse die halbfertige E-Mail mal liegen und mache was anderes. Also diese Impulse, sich dabei zu ertappen und die wegzuschieben und zu unterdrücken und zu sagen, nein, ich mache diese Sache jetzt hier fertig. Ne? Und einfach nur eisern sein. So, ich bin ja auch nicht fertig damit. So, ich soll, dem Single. Genau. Arik, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir schenken keine Pralinen oder Wein oder irgendwie sowas. Du wirst von uns einen Baum gepflanzt bekommen und ein entsprechendes digitales Zertifikat schicken wir dir zu. Der wächst und gedeiht dann in Mecklenburg-Vorpommern im Staatsforst und produziert kein CO2, sondern produziert Sauerstoff und zieht CO2 aus der Luft heraus. Als kleine Kompensation auch noch. Genau. Ja. Sehr cool, da freue ich mich. Ist ja nicht weit von mir in Berlin. Ja, stimmt. Genau, du kriegst dann eine E-Mail mit Koordinaten und kannst dir das Ding sogar mal anschauen, wenn du möchtest. Und damit auch von mir vielen Dank, Arik, dass du bei uns warst. War eine wunderschöne Zeit. Wir haben eigentlich noch Themen, aber das ist wirklich vieles davon dann für eine andere Sendung. Da müssen wir nochmal schauen. Danke auch, Per, dass du dabei warst. Grüße gehen raus an Tim, der dann hoffentlich nächstes Mal wieder mit an der Technik sitzt. Und natürlich an alle von euch, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Denkt ans Liken, Subscriben und Teilen. Ja, wir sehen uns dann in der Arbeitswelt von morgen. Tschüss. Vielen Dank, habe mich sehr gefreut.